TOG bringt noch dieses Jahr sein erstes Elektroauto, den T10X, nach Deutschland. Und der stellt sich mit konservativem Design direkt gegen den ID.4 und Škoda Enyaq. Auf diesem Kanal seht ihr immer die aktuellen Infos zu den neuesten Autos, also lasst ein Abo da, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Wann der TOG T10X nun bei uns launcht und wie viel der voraussichtlich kosten wird, erfahrt ihr jetzt hier auf Project Drive. Langsam aber sicher bereitet sich TOG auf den Start in Deutschland vor, noch in diesem Jahr soll es losgehen. Im Vorfeld wird das erste Modell, das SUV T10X, promoted, auch das zweite Modell wird bereits von einer PR-Agentur gepusht. In Bursa im Nordwesten der Türkei hat man industrielle Schwergewichte aus Schlüsselbranchen vom Handel über die Telekommunikation bis hin zum Maschinenbau zusammengebracht und die türkische Automobil-Joint Venture Group, kurz TOG, gegründet, mit der die Türkei eigene Autos bauen will, statt nur 1,5 Millionen Autos im Jahr für Firmen wie Renault, Ford oder Fiat zu montieren. Nur 18 Monate nach der Gründung hat TOG 2 Prototypen präsentiert. Mittlerweile steht in Gemlik auf der asiatischen Seite des Bosporus eine Fabrik für später mal 175.000 Autos im Jahr und seit dem letzten Jahr läuft dort der Crossover T10X vom Band, dem 2025 als T10L eine Limousine in der Länge des VW ID.7 folgen soll. Der TOG T10X ist von Pininfarina designt und die Italiener haben schon stimmige Proportionen hinbekommen. Im direkten Vergleich wirkt der TOG T10X eigenständiger und reizvoller als beispielsweise die ebenfalls von Pininfarina designten SUV von VinFast. Auffällig ist der mächtige Frontgrill, die sich V-förmig nach oben öffnenden senkrechten Doppelstreben sollen Tulpen symbolisieren. Ähnlich sind die Speichen der 19 Zoll Felgen geformt. Im Inneren schaut der Fahrer auf einen 12 Zoll Instrumentenbildschirm, neben dem sich der Infotainment-Touchscreen über die restliche Fahrzeugbreite zieht. Deshalb heißt dieser Bildschirm bei TOG auch Side-by-Side-Monitor und ist 29 Zoll groß. Die Anzeigen auf dem Side-by-Side-Screen sind frei konfigurierbar. Über den Bildschirm selbst oder über den 8 Zoll Control-Screen, der über dem vorderen Ende der Mittelkonsole thront. Wer mag, spendiert dem Beifahrer die gleichen Instrumente, auf die auch der Fahrer schaut. Auf der Beifahrerseite können aber auch digitale Kunstwerke, über die Fahrzeug-ID gekaufte Filme oder das Hintergrundbild des mit künstlicher Intelligenz arbeitenden Radios leuchten. Über den TOG-eigenen TrueMore Shop lassen sich digitale Komponenten und Produkte jederzeit hinzubuchen. Die Mittelkonsole trägt einen mit dem BMW iDrive Controller vergleichbaren Drehdrücksteller, mit dem der Fahrer die meisten Infotainment-Funktionen bedienen kann. Habt ihr eigentlich schon die T-Shirts und Pullis mit Project Drive Design gesehen? Da gibt es zum einen das herkömmliche Logo und den Elektronauten. Neu dazugekommen ist das Space Nebula Design, das Comic Design und das erstmal einen Reinladen Design. In Zukunft wird es aber noch mehr von mir designtes Merch geben. Mit dem Kauf unterstützt ihr außerdem meinen Kanal für noch mehr und vor allem immer bessere Videos. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Der TOG T10X ist 4,59 Meter lang, 1,88 Meter breit und 1,67 Meter hoch. Das Leergewicht beläuft sich je nach Batterie auf mindestens 1.949 Kilogramm bis 2.165 Kilogramm. Es gibt den Antrieb mit Bosch-Motor mit 218 PS und 350 Newtonmeter. Zusätzlich gibt es noch die Top-Version mit 2 Motoren. 435 PS und 700 Newtonmeter beschleunigen den 2-Tonner in 4,8 Sekunden auf Tempo 100 und die Höchstgeschwindigkeit ist bei 185 km/h abgeregelt. Der Durchschnittsverbrauch soll bei 19,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer liegen. Auch wenn die Skateboard-Plattform 2,89 Meter Radstand bietet und man deshalb selbst hinten solide sitzen kann, ist der TOG kein Raumriese und das Gepäckabteil mit 441 bis 1515 Litern auch nur durchschnittlich. Hinsichtlich der Batterien stehen für den T10X 52,4 oder 88,5 Kilowattstunden zur Verfügung, die für 314 bis 523 Kilometer nach WLTP reichen. Beim Laden aber blamiert der Newcomer die alte Garde wohl gewaltig. 22 kW am Wechsel und 180 kW am Gleichstrom können VW und Co. längst noch nicht durchgängig bieten. So lädt der T10X in 28 Minuten von 20 auf 80% nach.
Ende des Jahres soll der T10X nach Deutschland kommen. Ob sich das digitale Erlebnis hier 1:1 replizieren lässt, wird sich dann zeigen. Maximal 2000 bis 3000 Autos sind zunächst für den deutschen Markt geplant. 2026 sollen es dann deutlich mehr werden. Bei 1,5 Millionen Bürgern mit türkischem Pass wird der rollende Nationalstolz hier sicherlich gefragt sein. In der Türkei geht es preislich aktuell bei umgerechnet 45.451 € los. Für die Top-Version werden nach der jüngsten Preisanpassung knapp 58.000 € aufgerufen. Müsste ich schätzen, würde ich sagen, dass die Einstiegsversion bei uns ca. 50.000 € kosten wird. Der Vertrieb soll wie in der Türkei direkt erfolgen. Hierzulande sind in großen Städten wie München, Berlin und Hamburg sogenannte Experience Center geplant. Wie gefällt euch der TOC T10X? Und was denkt ihr, wird der in Deutschland kosten? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!